Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Histutorial, dem Geschichtstutorial, das historische Fragen einfach einmal anders stellt. Ich bin Tobias und heute lautet unsere Frage an die Geschichte: Wie findet man das perfekte Match ohne Dating-App? Wer heute den einen Partner fürs Leben sucht, kann dies via Internet oder Smartphone versuchen. Doch wie hat man das gemacht, als es weder Telefone noch Internet oder Apps gab? Wie konnte also im 18. Jahrhundert ein heiratswilliger Mann die perfekte Frau fürs Leben finden? Alles Zufall? Ganz und gar nicht. Denn in der frühen Neuzeit gab es den Beruf der Ehevermittlerin. Suchte eine Familie für eine Tochter oder einen Sohn den perfekten Ehepartner, so konnte sie eine Ehevermittlerin mit der Brautschau beauftragen. Man könnte also sagen, das Geschäftsmodell der Dating-Apps und Webseiten ist mehr als 150 Jahre alt. Nur dass man eben jemand anderen mit dem berühmt-berüchtigten Swipen beauftragt hat. So übertrugen Könige und Fürsten diese Aufgabe ihren Diplomaten. Bei der Suche halfen kleine Porträts. Sozusagen die Profilbilder der damaligen Zeit, die mal mehr und mal weniger realitätsgetreu gestaltet waren. Ganz ähnlich wie heute die Fotos der digitalen Partnerbörsen. Allerdings kam es der adligen bzw. bürgerlichen Oberschicht im 18. Jahrhundert oft gar nicht so sehr auf das Äußere an. Viel wichtiger waren Titel, Land und natürlich Geld. Ob die persönlichen Interessen oder Charaktereigenschaften zusammenpassten, war hierbei eher unwichtig. Und anstelle von Blind Dates standen damals eher Blind Weddings. Eine solche Szene zeigt das Gemälde Der Heiratskontrakt von Johann Daniel Barger aus dem Jahre 1762. Die Ehevermittlerin sitzt in der Mitte des Raumes an einem Tisch und zählt das Geld, welches sie mit der erfolgreichen Vermittlung verdiente. Neben vielen anderen Personen ist auch das Brautpaar anwesend. Die festlich gekleidete Braut sitzt mit der Ehevermittlerin am Tisch und hinter ihr steht der Bräutigam. Dieser scheint jedoch kein großes Interesse an seiner Braut zu haben, denn während seine Hand eben auf der Schulter seiner künftigen Ehefrau ruht, flirtet er hinter ihrem Rücken bereits mit einem Dienstmädchen. Tja, sorry liebe Romantiker, auch das Fremdflirten ist keine Erfindung der Neuzeit. Ehen im 18. Jahrhundert waren in aller Regel keine Liebesheiraten, da meist politische oder wirtschaftliche Aspekte eine entscheidende Rolle spielten. Könige und Fürsten schlossen Ehen, um Bündnisse mit anderen Staaten zu besiegeln. Der persönliche Geschmack der Ehepartner, gemeinsame Interessen oder gar Liebe waren damals eher zweitrangig. Von Glück reden konnte jener, der tatsächlich Gefallen am Partner fand. Nicht selten wurden auf diese Weise Charaktere miteinander verheiratet, die gar nicht zusammenpassten. Unter diesen Umständen waren außereheliche Beziehungen natürlich keine Seltenheit. Umso wichtiger war es, Eheverträge zu schließen. So wurden beispielsweise in einem Ehevertrag die Mitgift der Braut oder auch ihre spätere Versorgung festgelegt, was die Familien untereinander aushandelten. Übrigens ist das in einigen ländlichen Regionen von China durchaus heute noch gängige Praxis. Auch die Ehe zwischen Friedrich dem Großen und Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel wurde nicht aus Liebe, sondern aus politischen Gründen geschlossen. Friedrichs Vater wollte damit lediglich die Beziehung zu Österreich festigen. Doch war Friedrich von der aufgezwungenen Ehe alles andere als begeistert. Zwar heiratete er Elisabeth Christine 1733, kündigte aber auch gleich an, dass er sie niemals lieben werde. Nicht immer führten die arrangierten Ehen also zu einem perfekten Match. Nur leider war man zum Zeitpunkt dieser Erkenntnis bereits verheiratet und nicht einen Fingerwisch auf dem Smartphone vom nächsten potenziellen Partner entfernt. Wer als Diplomat eine gute Ehe stiften wollte, musste deshalb gut informiert sein. Ebenso gut informiert und vernetzt musste auch eine erfolgreiche Ehevermittlerin sein, was für Big Data eine wahrlich große Herausforderung gewesen sein muss. Partnerbörsen und Dating-Apps bieten heute also ein ähnliches Netzwerk, allerdings mit deutlich unverfänglicheren Konsequenzen und wohl eher auf Lust und Liebe basierend, als auf dem Ausbauen politischer Vorteile. Und obwohl man dabei die gewünschten Interessen und Charaktereigenschaften genau vorgeben kann, bleibt der dauerhafte Erfolg ein Glücksspiel. Ganz genau wie eben bei der Ehevermittlung des 18. Jahrhunderts. Wie findet ihr eigentlich euren perfekten Partner? Schreibt mir und mein Like ist euch sicher. Bis bald, euer Tobias.